Welcome back, liebe Sperrwurf-Freunde, und herzlich willkommen hier zu meinem Kanal. In den Kommentaren von einem meiner letzten Videos wurde ich gefragt, ob ich nicht auch ein Video mal machen könnte zur Ellenbogen- und Unterarmmobilisation. Daher zeige ich euch heute in diesem Video meine Top 5 Mobilisations- und Dehnübungen für den Unterarm bzw. für den Ellenbogen. Egal ob ihr Sperrwerfer seid, Sportenthusiasten oder einfach mal neue Übungen braucht, das seid ihr hier in diesem Video genau richtig. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochkommt. Würde ich sagen, let's go! Ich selbst habe diese Übung regelmäßig nach meiner Schulter- und Ellenbogenoperation gemacht, dass ich auch 100% wieder da fit werde, und ich habe sie auch heute noch in mein normales Training mit eingebaut. Und seid nicht überrascht, wenn so Prasselgeräusche in dem Video zu hören sind. Es hat leider gerade angefangen zu regnen, also lasst euch nicht stören und jetzt viel Spaß bei den Übungen. Denkt aber bitte daran, dass ich die Übungen schon länger mache. Solltet ihr daher irgendwelche Probleme am Ellenbogen oder an der Schulter haben, dann lasst es bitte vorab klären. Geht zu einem Arzt, zu einer Ärztin bzw. zu einem Physiotherapeuten oder zu einer Physiotherapeutin. Für die heutigen Übungen brauchen wir ein paar Utensilien, und zwar brauchen wir dafür einen Golfball, eine kleine Doppelfaszienrolle, sage ich mal, und auch eine große Faszienrolle, gerne auch in Vibration. Ihr wisst, ich nehme die auch gerne mit Vibration, weil sie einfach die Muskulatur nochmal besser anspricht. Und ich werde die Übungen alle repräsentativ mit der rechten Seite machen. Ich mache da natürlich immer mit der linken Seite mit, da läuft alles spiegelverkehrt. Also denkt immer daran, auch die entsprechende Gegenseite zu mobilisieren, zu kräftigen bzw. natürlich auch aufzudehnen. So, für die erste Übung braucht ihr schon mal gleich den Golfball, und zwar werden wir da unsere Handfläche aufdehnen. Ihr legt den Golfball einfach, ich sage es mal, hier auf die Unterlage und geht mit der Handfläche auf den Golfball, geht mit etwas Gewicht drauf und macht eine rollende Bewegung. Schön über die ganze Handfläche. Geht nochmal vor und zurück oder auch seitlich mit dem Golfball. Die Finger ein bisschen mal lockerer lassen. Ihr könnt sie auch mal weit auseinander spreizen, je nachdem, wie gut ihr dann die Muskulatur mit dem Golfball ansprechen könnt. Wenn es euch irgendwann zu wenig Druck ist, könnt ihr natürlich mit noch mehr Druck auf den Golfball drauf und noch ein bisschen energischer den Ball abrollen. Nachdem wir die Handfläche schön gelockert haben, kommt jetzt die erste Übung für die Unterarmmuskulatur dran. Und zwar nehmen wir hier die Faszien-Doppelrolle, legen die auf die Oberfläche und fangen am besten so an, dass wir mit dem Handgelenk bzw. kurz nach dem Handgelenk auf die Rolle, auf die Faszienrolle drauf gehen. Dann geht ihr ein bisschen in die Knie, sodass ihr schön Gewicht auf den Unterarm bekommt, und rollt dann mit der Faszienrolle den kompletten Unterarm vor und zurück. Ihr könnt auch da mal mittig anfangen in der Rolle, in dieser Kuhle, und könnt auch da mal gern mehr auf den inneren Ball oder mehr auf den äußeren Ball drauf, sodass ihr schön großflächig die Unterarmmuskulatur aufdehnt. Ihr könnt natürlich auch hier den Unterarm etwas drehen, so könnt ihr auch die Muskulatur auf der äußeren Seite, beziehungsweise wenn ihr den Arm komplett natürlich dreht, auch auf der Rückseite, dann auch mit der Faszienrolle schön abrollen bzw. aufdehnen. So, und bei der nächsten Übung kommen wir vom Unterarm zum Oberarm, und da nehme ich persönlich die große Faszienrolle, lege sie hier mal auf die Unterlage, gehe dann mit dem Oberarm bzw. mit der Obermuskulatur, hier natürlich der Trizeps, gehe ich drauf, hier auch leicht wieder ins Knie oder leicht in die Knie, und fange dann an, nach vorne und nach hinten zu rollen. Schön nach vorne und hinten rollen. Ihr könnt auch hier den Arm etwas drehen, sodass er mehr die Innenseite mit abrollt, oder auch nach außen drehen, um zu versuchen, dass er auch mehr die Außenseite natürlich mit abrollt.
Diese Übung könnt ihr natürlich auch im Liegen machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache es jetzt hier auf der Auflage vor. Und für Hartgesottene können wir natürlich auch. Nein! So, nachdem wir jetzt die Unterarme und Oberarme schön abgerollt haben, dehne ich sie jetzt nochmal auf. Das heißt, den Unterarm dehne ich nochmal auf. Und zwar setze ich mich da auf, man kann mich auch auf einen Stuhl setzen, hier natürlich auch auf eine Bank. Nehmt den Arm so, dass man ihn nach außen dreht, sozusagen der Unterarm von einem weg zeigt und geht hier schön in die Dehnung rein. Sodass ihr hier vom Handgelenk über den Unterarm bis zum Ellenbogen eine Spannung merkt. Das könnt ihr natürlich dann auch an der anderen Seite machen, sodass die Rückseite nach vorne zeigt. Nehmt die andere Hand noch mit dazu am besten und legt sie auf eure Hand. Dreht den Ellenbogen ein bisschen nach außen, sodass ihr hier auf der Außenseite schön Spannung, eine Dehnung bekommt. Und das Ganze könnt ihr natürlich noch auf der anderen Seite machen. Und falls ihr gerade keinen Stuhl oder keine Bank parat habt, diese Übung so zu machen, die könnt ihr auch wunderbar im Stehen machen. So streckt ihr den Arm, den ihr dehnen möchtet, nach vorne, nehmt die andere Hand als Zusatz mit dazu, sodass ihr die Hand vom aktiven Arm, sage ich mal, der gedehnt werden sollte, nach hinten zieht, sodass ihr auch hier auf der Vorderseite wieder einen Dehnschmerz, einen positiven Dehnschmerz spürt. Und ihr könnt auch die andere Hand dazu nutzen, den Unterarm noch ein bisschen zu drehen, sodass ihr in verschiedene Positionen reinkommt, um auch den Unterarm perfekt aufdehnen zu können. Das gleiche natürlich auch mit der Rückseite des Unterarms. So dreht ihr den Arm nach innen, nehmt die andere Hand wieder mit dazu und zieht so die Hand des zu dehnenden Arms nach hinten, sodass ihr auch hier wieder Spannung bzw. einen positiven Dehnschmerz auf die Außenseite des Unterarms bekommt. Versucht auch da verschiedene Positionen, sodass ihr wunderbar den Unterarm dehnen könnt. So, und als letzte Übung haben wir noch eine recht einfache Mobilisationsübung für den Ellenbogen bzw. auch für das Handgelenk. So habt ihr beide Hände parallel neben eurem Körper, hier im rechten Winkel im Ellenbogen, und dreht eure Unterarme einfach nach innen und nach außen. So weit wie es geht. So weit wie es geht. Außen. So, das waren sie, meine Top 5 Ellenbogen- und Unterarm-Mobilisationsübungen. Wenn ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, dann lasst mich doch gern unten in den Kommentaren wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, dann drückt doch gerne den Abonnier-Button und auch die Glocke. Dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Dann würde ich sagen, freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, bleibt fit, macht's gut. Ciao, ciao.